Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Merrell Tactical die Merrell Agility Peak 5. Nachdem wir euch den Tactical Moab von Merrell Tactical vorgestellt haben, wollen wir euch auch die anderen Modelle nicht vorenthalten. Haben wir euch ja auch schon im ersten Video gesagt, dass wir euch die Marke ein bisschen näher bringen wollen. Schaut gerne am Ende dieses Videos mal rein. Da haben wir für euch einmal verlinkt die Geschichte zu Merrell und auch den Moab, den Mother of All Boots, das Flaggschiff von Merrell quasi. Heute geht es aber um den Agility Peak 5. Das ist ein Schuh, der auch aus der Merrell Outdoor Serie kommt, im Gegensatz zum Moab aber nicht im militärischen Bereich genutzt wird, also die Outdoor-Variante, wie es beim Moab der Fall war, weil der Peak 5, wenn ihr den mal googelt, der ist quietschebunt, also der wäre tatsächlich für die taktische Anwendung äußerst ungeeignet und von daher hat sich Merrell gesagt, wir machen den jetzt auch nochmal in einer Mid- und in einer Low-Variante für den taktischen Sektor. Generell ist der Schuh erstmal als Trailrunning-Schuh designt, also gerade hier in der flachen Variante wird er in der zivilen Outdoor-Version als Trailrunner beschrieben oder ist in der Kategorie Trailrunner zu finden. Das heißt, ein leichter Schuh für mittelschweres Gelände. Kein Bergsteigerschuh, sondern eben wirklich Fokus auf leicht und mobil, was ja auch der Name sagt, Agility. Wie bei Merrell üblich hat man hier natürlich eine Kombination aus Synthetik und Gore-Tex gewählt. Wir haben hier einen sehr, sehr leichten Schuh, wie ich es eben schon gesagt habe, im Vergleich zum Moab, der mit ca. 470 Gramm auf die Waage bringt, hat der hier in der hohen Variante 370 Gramm und die niedrige Variante 340 Gramm. Also tatsächlich, wenn ihr auf das Gewicht schaut und zwischen hoch und flach nur wegen des Gewichts die Unterschiede machen wollt, dann ist da der Gewichtsunterschied tatsächlich fast nicht vorhanden, 30 Gramm. Das sieht man hier ganz gut, oder beziehungsweise das zeigen wir euch später, wenn wir nochmal auf die Unterschiede eingehen. Man hat hier im oberen Bereich ein relativ dünnes Konzept gewählt und deswegen kommen da auch nur 30 Gramm mehr auf die Waage. Das Obermaterial ist hier ein Nylon-Mesh. Der ganze Schuh ist übrigens, oder ich sag mal, 80 bis 90% vom Schuh sind recycelt. Der Hersteller gibt an 100% Recycling bei den Schnürsenkeln, 100% Recycling beim gewebten Material. Also da ist wirklich schon sehr viel auch auf die Umwelt, auf den Umweltschutz geachtet worden. Für die es interessiert oder für die es wichtig ist, wird nicht jeder Schuh aus neuen Materialien gefertigt, sondern eben Material wiederverwertet. Das machen ja inzwischen viele Hersteller und das ist tatsächlich ja auch oftmals dann ein Punkt, den die Behörden für Ausschreibungen inzwischen verlangen, weil eben die Regierung vorgibt, einen so und so viel prozentigen Anteil an recycelten Materialien oder Produkten zu verwenden in der Ausrüstung. Also Obermaterial Nylon, ganz, ganz dünn und darunter dann direkt die Gore-Tex-Membran. Das kann man jetzt hier nicht sehen, aber dadurch ist der Schuh natürlich leicht und atmungsaktiv. Und vom Schutzfaktor her hat man sich hier auch wieder beim Moab ein wenig bedient vom Design. Also das typische Merrell-Design mit der hochgezogenen Gummikappe hier von der Sohle an der Front findet man auch hier, nur nicht ganz so ausgeprägt vielleicht wie beim Moab. Und auch im hinteren Bereich, wie ich das auch schon erklärt habe, beim Moab hat man das ja so gemacht, dass man hier dann auch mal hart in die Eisen gehen kann und den hinteren Bereich zum Bremsen nutzen kann. Das ist hier nicht der Fall, zumindest nicht so, wie es hier designt ist. Man hat natürlich schon hier einen Fersenschutz und ansonsten ist hier die Sohle selbst ein bisschen weiter ausgestellt und gibt da entsprechend den Contract oder den Kontakt zum Boden. Merrell-Sohlen sind auch in der Regel immer von der Firma Vibram. Hier natürlich auch schön Ton in Ton gehalten. Das hatten wir auch beim Moab erklärt. Die Logos von Vibram sind in der Regel immer in schreiend, quietschigen Gelb auf den Sohlen aufgebracht. Ist natürlich für die Firma super als Markenwiedererkennung, aber für den taktischen Nutzer halt eben nicht cool. Und genau deswegen hat man das hier immer in der Wagenfarbe gemacht. Also das heißt, beim sandfarbenen Schuh dann natürlich auch eine sandfarbene Sohle inklusive sandfarbenen Logo, Unterseite und Seite und beim schwarzen eben hier auch genauso. Wenn man sich den Schuh jetzt mal so von der Seite anschaut und die Sohle hier beobachtet oder betrachtet, könnte man meinen, der hat hier eine sehr hohe Sohle, also fast schon so wie ein High Heel bei den Ladies, so vielleicht auch wie ein Buffalo, aber das ist tatsächlich nicht der Fall.
wenn man hier sich den Moab nochmal dazu holt, also ihr könnt das hier ganz gut sehen, die Schuhe sind tatsächlich nicht höher. Das wirkt nur so, weil hier natürlich die Zwischensohle und die eigentliche Sohle so ein bisschen ineinander übergehen. Ja, man hat natürlich hier bei dem Agility Fokus drauf gelegt, möglichst viel Pufferzone in der Ferse zu haben, und deswegen ist dieser Bereich hier einfach, oder wirkt dieser Bereich einfach dicker. Das ist aber auch, wie ich mir von jungen Menschen habe sagen lassen, momentan sehr modern, solche Schuhe zu haben mit so einer fetten Sohle hinten drauf. Also für alle, denen das gefällt, habt ihr hier auf jeden Fall nochmal den richtigen Schuh. Ja, nochmal zurück zur Sohle unten. Vibram habe ich gesagt. Bei Merrell könnt ihr euch sicher sein, dass ihr extrem guten Grip habt. Also ich weiß nicht, wie die das machen, weil viele andere Hersteller ja auch Vibram benutzen, aber bei Merrell hat man wirklich auf nassem oder schlüpfrigen oder felsigen, gerölligen Untergrund immer einen extrem guten Halt. Das ist bei den Moab so, und das gilt auch hier bei den Agility. Also wenn ihr einen Schuh sucht, der euch guten Halt gibt, da seid ihr hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ansonsten habe ich hier als taktisches Element noch auf der Innenseite hier so ein, Merrell nennt es so eine Art Felsschutz. Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist dann dafür gedacht, wenn man sich irgendwie abseilen muss, fastropen oder sonst irgendwas, dass man hier einfach nochmal am Schuh mehr Grip hat, der dann Reibungswiderstand erzeugt und natürlich auch Festigkeit und dem Schuh die notwendige Stabilität gibt und eben halt auch eine längere Haltbarkeit. Ja, weil wenn hier der normale Stoff wäre und ich da einen Tag Fastropen im Training üben muss, dann ist der Schuh wahrscheinlich schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, und das ist hier nicht der Fall. Von der Schnürung her hat man hier einen verstärkten Bereich im Nylon untergebracht, also keine echten Ösen, wie das beim Moab Tactical der Fall ist, sondern tatsächlich im Material eingefasst das Ganze, über 5 Löcher beim hohen, bei der Mit-Variante, und bei der niedrigen Variante mit 5 Löchern aufhörend, also da gibt es nur dieses Profil. Beim hohen kommen dann nochmal 2 Ösen dazu aus Metall, und die Ösen sind auch geschlossen. Auch das habe ich im Moab-Video erklärt. Der zivile Moab hat geöffnete Ösen, was natürlich, um die Schnürsenkel mal einzuhängen, schnell relativ einfach und gut zu bedienen ist, aber im taktischen Umfeld tatsächlich häufig der Fall ist, dass diese Ösen dann verbiegen, aufbiegen, verbiegen, und das stört, und deswegen hat man die bei dem Moab Tactical und auch hier in der geschlossenen Variante zur Verfügung. Die Zunge ist fest mit dem Stiefel verbunden, das heißt, die geht bis zum oberen, also bis zu den Metallösen, ist die Zunge fest an den Seiten vernäht, damit kein Dreck oder Schmutz eindringen kann. Das heißt, da habt ihr auch keine Möglichkeit, oder es ist keine Möglichkeit gegeben, um dem Dreck hier Zugang zu gewähren. Schauen wir uns einmal die Zungen selbst an, weil damit können wir auch hier auf das Seitenmaterial zu sprechen kommen. Die Zunge, und hier bei dem Schuh die Zunge und die Seiten, sind hier aus einem Schaumstoffmaterial gefüllt. Also da ist ein ganz dünnes Schaumstoff drin, was mit Löchern versehen worden ist. Das hat den Grund, dass man da natürlich einmal das Polster hat und b die Luftzirkulation. Das sieht man hier ganz gut durch das Mesh, was auf der Oberseite angebracht ist, kann man das ganz gut durchsehen, und hier an den Seiten eben auch. Also da ist dann im oberen Bereich auf jeden Fall die Luftzirkulation gegeben und natürlich auch die entsprechende Polsterung beim flachen hier im Schuhende, am Fußende, am oberen Ende, und hier nochmal mit einer zusätzlichen Einlage, damit eben da genau, wo der Fuß gestützt werden muss, nochmal stabilisiert wird. Für das einfache An- und Ausziehen habt ihr hier beim Hohen am Ende eine große griffige Schlaufe, wo ihr reingreifen könnt zum Anziehen. Die hat der Kleine auch, die ist allerdings so klein, dass ihr hier nicht mit dem Finger reinkommt. Das heißt, wenn ihr den Halbschuh auch mit fürs schnelle Anlegen bestücken wollt, solltet ihr hier vielleicht nochmal eine Paracord-Schlaufe oder irgendwas durchmachen, um eben dann einen Ring zu erstellen, denn diese Schlaufe hier ist tatsächlich dann zu klein für euren Finger. Völliger Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Natürlich kann man hier die Schlaufe genauso gut auch ohne Paracord bedienen. Man muss einfach den Schuh noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, denn diese kleine Lasche, natürlich kann man trotzdem Paracord durchmachen, hängt nochmal an einer Elastikschlaufe. Das heißt, ihr könnt da auch ohne Probleme euren kompletten Finger drunter kriegen und damit arbeiten. Ihr könnt aber auch genauso gut eine Paracord-Schlaufe bilden.
Zum Schluss habe ich noch die Einlegesohle für euch, die ist zum Herausnehmen. Da habe ich einmal die von dem Moab mir geschnappt und einmal hier vom Agility, einfach, dass ihr auch mal einen direkten Vergleich habt. Die ist tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr gepolstert vom Aufbau her. Für alle, die das Moab-Video nicht gesehen haben, ist hier eine ganz simple Auflage mit leichter Lochstruktur und auf der Unterseite ein gepolstertes Gummimaterial, was hier auch noch mal im Fersenbereich speziell gepolstert ist. Und da, wie gesagt, ist bei dem Agility nochmal ein dickeres Polster vorgesehen. Wir haben hier vielleicht 0,6 mm Stärke und hier haben wir tatsächlich fast einen Zentimeter Stärke. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Das werdet ihr merken, wenn ihr beide Schuhe mal gegeneinander vergleicht und die anzieht, dass die Polsterung beim Agility doch nochmal ein bisschen stärker ist. Das bringt uns auch zum Fazit. Wir haben hier einen leichten, beweglichen Gore-Tex-Stiefel. Was will man mehr? Für alle, die sagen, der Moab ist mir dann doch noch mal ein Ticken zu schwer oder vielleicht nicht atmungsaktiv genug, der hat dann hier mit dem Peak Agility eine Alternative von Merrell Tactical, um eben auch im Einsatz unterwegs sein zu können. Und natürlich extrem cool. Das machen nicht alle Hersteller, aber einfach nochmal eine halbhohe und eine flache Variante, um euch eben maximale Auswahlmöglichkeit bei der Wahl des Schuhs zu geben. Die Schuhe und Stiefel von Merrell Tactical bekommt ihr jetzt ganz neu auch beim ASMC. Der Link zum Händler ist unten eingeblendet. Alle weiteren Informationen zu Merrell Tactical findet ihr in der Videobeschreibung. Was sagt ihr zum Agility Peak von Merrell Tactical? Schreibt uns mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja die zivile Variante schon mal in irgendeiner Form genutzt, weil die taktische Variante gibt es ja erst jetzt neu. Wir finden es sehr geiler Schuh und vor allem eben halt auch schön unauffällig mit allen Features, die man aus dem Outdoor-Bereich kennt. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.